Wenn dieser Film auf YouTube hochgeladen wird, bin ich gerade von einer Malreise aus Venedig zurückgekehrt, voll mit wunderbaren Eindrücken dieser so besonderen Stadt. Ich habe euch für heute ein ganz atmosphärisches Venedig-Motiv mitgebracht. Vielleicht kennt der ein oder andere Bilder von William Turner, der ja oft in Venedig gemalt hat und auch diese Atmosphäre ganz besonders schön eingefangen hat. Das ist Barbara Hirsekorn aus der Aquarellwerkstatt mit meinem YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Eine Malreise ist immer eine tolle Sache. Eine Woche unterwegs sein mit gleichgesinnten, aquarellbegeisterten Menschen, tolle Orte entdecken und in der Gemeinschaft intensiv am schönsten Hobby der Welt arbeiten, ist einfach das Beste. Wir malen bei schönem Wetter natürlich überwiegend draußen, machen Exkursionen zu besonders schönen Malplätzen, die ich im Vorfeld immer genau recherchiere. Wenn das Wetter mal nicht so gut ist, haben wir immer einen Atelierraum zur Verfügung, in dem wir ganz in Ruhe arbeiten können. Abends gehen wir in der Gruppe oft gemeinsam essen, tauschen uns aus und sprechen über die Erlebnisse des Tages. Schau gerne mal auf meiner Website www.diesaquarellwerkstatt.de nach den Malreisen, die nächstes Jahr angeboten werden. Vielleicht sehen wir uns dann auch einmal auf einer Reise, ich würde mich freuen. Jetzt geht's los mit dem heutigen Motiv. Für mein heutiges Motiv habe ich folgende Materialien verwendet: Cobalt Türkis Light, Yellow Ocher, Sienna Natur, Sienna gebrannt, Neutraltinte, Kobaltblau, Permanent Alizarin Karmesin von der Firma Winsor Newton, Lavender von der Firma Mielo und Ultramarin Feinst von der Firma Schminke. Ich arbeite auf Büttenpapier der Firma Arche, Grain Fin 300 Gramm. Das Format ist ungefähr DIN A4. Rechts siehst du die Pinsel aus meiner eigenen Pinselkollektion. Für die Unterstützer unseres Kanals gibt es diese Pinsel auch bei mir zu kaufen. Es ist ein Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, ein Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10, der Flachpinsel zum Auswaschen in der Größe 10 und ein kleiner synthetischer Pinsel in der Größe 6. Außerdem gibt es im Set noch den Linierer in der Größe 4. Ihn habe ich hier im Bild nicht verwendet. Hier seht ihr mein heutiges Referenzfoto. Dies ist der Blick von der Punta della Dodona hinüber zur Insel Giudecca. Ich werde in meinem Aquarell ein paar Veränderungen vornehmen. Mir ist das gesamte Motiv noch nicht atmosphärisch genug. Ich werde den Himmel etwas verändern und auch das Wasser in einer etwas anderen Farbigkeit malen. Außerdem werde ich eine sanfte Spiegelung der Gebäude im Wasser andeuten. Skizze und Foto haben wir wieder auf unserer Steady-Seite für alle Unterstützer dieses Kanals hinterlegt. Ihr könnt sie euch von dort herunterladen und dann auch ausdrucken. Um im Himmel eine morgendliche, dunstige Atmosphäre zu erzeugen, grundiere ich ihn zunächst mit einer sehr wässrigen Lasur mit der Farbe Sienna Natur. Über die Gebäude gehe ich mit dem Himmelsauftrag komplett drüber. Ich werde die Gebäude später eine Tonwertstufe dunkler malen, als der Himmel ist. Etwas Permanent Alizarin Karmesin kommt jetzt in den Himmel hinein, um die morgendliche Farbigkeit zu zeigen. Und dann arbeite ich mit einer Farbmischung aus Kobaltblau, Ultramarinblau und ein wenig Sienna gebrannt den dunstigen Himmel aus. Etwas Neutraltinte kommt auch mit hinein. Zum Horizont hin werden die Wolken schmaler, zarter, kleiner und auch etwas heller. So ein lockerer, duftiger Wolkenhimmel sollte mit wenigen Strichen erledigt sein und dann können wir diesen Bereich schon trocken föhnen. Als nächstes lege ich die erste Lasur auf die Wasserfläche und hier arbeite ich mit den Farben Cobalt Türkis Light, Lichter Ocher, etwas Ultramarinblau und zum vorderen Bildrand hin mit etwas Neutraltinte. Ich beginne mit einer sehr wässrigen Mischung der Blautöne vom Himmel und gebe dann in die Mischung etwas Cobalt Türkis Light mit hinein. Bisschen was vom Himmel kann auch nicht schaden, hier von meinen Resten aus Sienna Natur und Alizarin.
Jetzt wird die Farbe etwas angedickt, es kommt Ultramarinblau mit hinein. Und noch ein bisschen mehr Cobalt Light gemischt mit lichter Ocker, um diesen mattgrünen Ton der Lagune hier noch mit einzufügen. Wichtig ist zum vorderen Bildrand die Konsistenz der Farbe etwas dicker zu halten, damit wir diese feine Abstufung von dem sehr wässrigen hin zu dem etwas kräftigeren Farbauftrag im Wasser gut hinbekommen. Ich setze jetzt ein paar Spuren mit dem kleineren Rotmarderhaarpinsel und ganz cremiger Farbe in die Wasserfläche hinein, mit Ultramarinblau, Sienna gebrannt und wieder etwas Cobalt Light, um dunklere Wasserbewegungen im Vordergrund anzudeuten. Hier arbeite ich abwechselnd mit dem Pinselbauch und mit der Pinselspitze und vor allen Dingen hier im hinteren Bereich kommt die Pinselspitze zum Einsatz. An manchen Stellen zwischen den dunklen Farbspuren hebe ich mit dem abgetrockneten Pinsel wieder etwas Farbe heraus. Nicht zu viel, aber so habe ich noch mehr Variation zwischen hellen und dunklen Flächen im Wasser. In den Vordergrund sprühe ich mit der Sprühflasche einen feinen Nebel, um auch hier nochmal Struktur zu erzeugen. Unser Motiv muss jetzt einmal trocknen und ich kann dir kurz erzählen, was wir im nächsten Livestream hier im Unterstützerbereich vorhaben. Für alle Unterstützer ab dem 10-Euro-Paket gibt es diese regelmäßigen Livestreams hier auf YouTube und für den nächsten Livestream am 18. März haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Es gibt ja die Porträtreihe Porträt mit Bela, da haben wir in nunmehr 12 Teilen uns mit dem menschlichen Kopf und den einzelnen Teilen beschäftigt. Diese Reihe findest du in der Playlist Porträt. Nun gibt es zum Thema auch einen Livestream, in dem ich mit meinem Sohn Bela gemeinsam eine Meisterkopie erstellen werde. Wir werden dieses äußerst berühmte Bild, das Mädchen mit dem Perlenohrring, malen und freuen uns, wenn viele von euch dabei sind. Wenn du mitmachen möchtest und noch kein Unterstützer unseres Kanals bist, vielleicht ist es ja ein Anlass, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Diese Mitgliedschaft ist jederzeit monatlich veränderbar oder auch kündbar. Die Livestreams, die etwa monatlich stattfinden, werden gespeichert und sind jederzeit abrufbar. Wenn du eine Mitgliedschaft abgeschlossen hast, kannst du auch sofort auf alle älteren Livestreams zugreifen. Du findest sie dann auf der Steady-Seite der Aquarellwerkstatt. Dort gibt es schon sehr, sehr viele Posts und Beiträge, die dich in deiner Aquarellmalerei bestimmt voranbringen können. Vielleicht sehen wir uns am 18. März zum gemeinsamen Malen. Ich male dann in Echtzeit. Bela ist auch dabei. Wir können ins Gespräch kommen. Du kannst im Chat deine Fragen stellen und mit uns mitmalen oder einfach nur zuschauen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Nun folgt der zweite Farbauftrag und vorher sollte das Blatt einmal wirklich gut durchgetrocknet sein. Ich benutze dafür immer einen Föhn, aber man könnte jetzt auch 1 bis 2 Stunden Pause machen und warten, bis die Farben gut getrocknet sind. Ich arbeite mich jetzt durch diesen mittleren Bildbereich von links nach rechts durch und beginne hier mit der ganz entfernten Baumreihe. Die Farbmischung ist Cobalt Light und Neutraltinte, variiert mit Blautönen und etwas Sienna gebrannt. Im unteren Bereich lasse ich einige helle Stellen stehen. Dies könnte Gebäude am Ufer andeuten. Ganz abstrakte Formen sind das. Den kleinen Turm, der hier im Hafen steht, spare ich aus. Er wird später mit einem Grauton gemalt. Nun folgen die Gebäude und hier verwende ich verschiedenste Mischungen aus Sienna gebrannt, lichter Ocker, permanent Alizarin Karmesin und später für die helleren Gebäude die Farbe Lavendelblau. Oft breche ich die strahlenden Orange-Rottöne mit den Resten der Wasserfarbe der Lagune etwas ab,
Ich möchte die Gebäude im Dunst darstellen, im morgendlichen Dunst, und sie sollen nicht ganz so leuchtend auf dem Papier erscheinen. Im Turm kommt hier etwas mehr Alizarin, Karmesin hinein. Die Kuppel der Kirche male ich mit Kobalttürkis Light und Neutraltinte. Und das helle Kirchenportal mit Lavendelblau und etwas Ocker. Ich freue mich, wenn die Farben der umliegenden Gebäude noch feucht sind und hier in die helle Mischung mit hineinlaufen, denn wir stehen weit entfernt und das Auge könnte auf diese Entfernung nicht mehr sehr viele Einzelheiten erkennen. Und wenn die Konturen dann jetzt hier etwas verschwimmen, ist das gerade richtig so. Ein wenig wasche ich jetzt hier die Kanten mit dem Flachpinsel wieder aus. Nur so an manchen Stellen, wo ich doch ein bisschen genauer zeigen möchte, wo das Kirchenportal hier beginnt. Und jetzt male ich mit gebrochenen Brauntönen den Rest der Gebäude hier auf der rechten Seite. So, der Turm ist oben noch nicht ganz fertig. Auch hier male ich jetzt mit den bläulichen Tönen Lavendelblau und etwas Palettendreck, sodass das Blau nicht zu strahlend ist. Diese hellere Form hier. Etwas Variation mit Resten von der Palette. Die Kirchturmspitze male ich mit Kobalttürkis Light und Neutraltinte. Den kleinen Turm hier auf der linken Seite können wir jetzt auch noch einfügen. Hier arbeite ich mit Lavendelblau und Sienna gebrannt. Jetzt sollten wir hier noch mal föhnen oder wieder abwarten. Bevor wir weitermachen, muss der Farbauftrag wirklich ganz trocken sein.
Ich trage jetzt die Details in die Gebäude ein, Fenster, Verzierungen, sehr reduziert mit raschen, entschlossenen Strichen mit meiner feinen Pinselspitze und ich versuche hier den durchbrochenen Pinselstrich anzuwenden. Das heißt, die Mischung im Pinsel ist sehr trocken und wenn ich dann schnell übers Blatt ziehe, erhalte ich einen Pinselstrich, der etwas aufreißt und dadurch eine gewisse Eleganz behält. Die Farbmischungen sind jetzt Ultramarinblau und Sienna gebrannt für einen neutralen Grauton. Und ich betone jetzt zum Beispiel hier so Dachkanten, setze kleine Fenster ein. Nicht zu genau und nicht zu gleichmäßig, um die Lockerheit jetzt nicht zu verlieren. Die Uferkante möchte ich noch ein wenig betonen mit Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Hier hinten gibt es eine Vaporetto-Anlegestation. Hier deute ich mit leichten Strichen dieses Häuschen an. Und es gibt auch hier bestimmt die typischen Pfähle zum Anlegen für Gondeln. Jedenfalls ein bisschen Uferbelebung kann hier nicht schaden. Auch im Turm gibt es noch ein paar kleine, feine Linien. Und hier liegen immer Segelboote, das heißt zarte Striche für die Masten. Und hier ein paar Formen für angedeutete Boote. Nun möchte ich noch eine Spiegelung anfügen, die in der morgendlichen Lagune mit Sicherheit zu sehen wäre, wenn das Wetter relativ ruhig ist. Ansonsten haben wir in Venedig selten deutliche Spiegelungen, weil die Lagune immer in Bewegung ist. Ich feuchte das gesamte Blatt hier vorne im Vordergrund vorsichtig an, damit ich keine Farbe ablöse und setze dann in die nasse Fläche einige wenige Pinselstriche mit den Farbmischungen Cobalt Türkis Light, Neutraltinte und etwas lichter Ocker. Hier ist es jetzt wichtig, die Farbe ziemlich cremig anzumischen und den Pinsel trocken zu haben, sodass die Spiegelung gut an Ort und Stelle auf dem Blatt bleibt und nicht unkontrolliert in die gesamte Fläche ausläuft. Nachdem auch die Spiegelung jetzt wieder komplett getrocknet ist, möchte ich das gesamte Bild vom unteren Bildrand her noch etwas abdunkeln. Das ist oft in meinen Bildern noch der allerletzte Schritt, um den Blick des Betrachters noch mehr auf den Bildfokuspunkt zu zentrieren und den Bildrand sozusagen wie mit einer Kameralinse etwas unschärfer zu gestalten, etwas dunkler zu gestalten, um dann mit den Augen wirklich dort gut ankommen zu können. Ich mische mir noch einmal die Farbe fürs Wasser. Das war Cobalt Türkis Light, Ultramarinblau, etwas Ocker kann mit hinein und ein bisschen Neutraltinte oder Sienna gebrannt würde auch gehen. Und setze hier noch einmal mit der Farbe an, spüle dann den Pinsel aus und gehe mit dem verdünnten Pinsel hier in Richtung oberer Rand des Wassers. Wir sehen jetzt schön, wie die Vielschichtigkeit der Wasserfläche hier gewinnt und das Bild jetzt hier in diesem Bereich interessanter wird und noch mehr anfängt zu leuchten. Die hellen Bewegungslinien im Wasser arbeite ich jetzt mit meinem Flachpinsel hier heraus.
Wichtig ist, dass der Flachpinsel eine sehr schöne, feine Spitze hat vorne, damit man ganz zarte Linien herauswaschen kann. Ich habe mir so einen Pinsel extra bauen lassen in einer deutschen Pinselmanufaktur und er ist Bestandteil meines Pinselsets, welches es für die Unterstützer unseres YouTube-Kanals zu kaufen gibt. Auch die Segelmasten im Hafen vor der Insel kann ich hier hell wieder herausholen aus der Baumfläche. Und man könnte jetzt auch Feinheiten hier noch auswaschen. Da würde ich aber vorsichtig sein, denn wenn wir so einen Panoramablick haben auf eine entfernte Situation, dann ist unser Auge nicht mehr in der Lage, wirklich Details wahrzunehmen. Also möchte ich diese Atmosphäre auch zeigen, indem ich nicht so sehr die einzelnen Details ausarbeite. Ich hoffe, mein atmosphärisches Venedig-Motiv hat dir gefallen. Ich war gedanklich wieder in Venedig beim Malen und das wünsche ich dir auch, wenn du dieses Motiv nachmalst. Wenn du noch mehr Venedig-Motive malen möchtest, es gibt eine Venedig-Playlist, einfach mal schauen unter dem Video. Dort gibt es einige Venedig-Motive schon, die dich dann vielleicht auch interessieren könnten. Viel Spaß beim Malen und tschüss, bis zum nächsten Mal.